Hallo. Schön, dass du da bist. Ich bin Anna. Und ich bin Jonas. Wir freuen uns auf dich. Heute lernen wir ein kleines Wort, machen. Aber mit verschiedenen Präfixen. Anmachen, ausmachen, aufmachen, zumachen, mitmachen, weitermachen. Was lernen wir heute? Ich zeige es dir. Erstens, wann sagen wir anmachen und ausmachen? Zweitens, wann sagen wir aufmachen und zumachen? Drittens, wann sagen wir mitmachen und weitermachen? Und natürlich, viele Beispiele und 4 kleine Geschichten. Wir starten mit anmachen und ausmachen. Diese 2 Wörter benutzen wir für Geräte. Anmachen heißt einschalten. Das Gerät ist jetzt an. Ausmachen heißt ausschalten. Das Gerät ist jetzt aus. Welche Geräte? Hör gut zu. Das Licht, das Radio, der Fernseher, der Computer, das Handy, die Heizung. Wichtig! Diese Verben sind trennbar. Im Satz trennen wir, ich mache das Licht an. Das Verb ist machen. Und an geht ans Ende. Schauen wir uns Beispiele an. Sprich mit, wenn du willst. Beispiel 1, ich mache das Licht an. Ich mache das Licht an. Was mache ich? Das Licht. Wohin geht an? Ans Ende. Beispiel 2, du machst den Fernseher aus. Du machst den Fernseher aus. Was machst du? Den Fernseher. Wohin geht aus? Ans Ende. Beispiel 3, sie macht das Radio an. Sie macht das Radio an. Beispiel 4, wir machen den Computer aus. Wir machen den Computer aus. Sehr gut. Du siehst, Verb in der Mitte. Präfix am Ende. Jetzt noch etwas Wichtiges. Wir benutzen anmachen und ausmachen auch im Perfekt. Im Perfekt heißt es, angemacht und ausgemacht. Hör gut zu. Beispiel, ich habe das Licht angemacht. Ich habe das Licht angemacht. Beispiel, du hast den Fernseher ausgemacht. Du hast den Fernseher ausgemacht. Beispiel, wir haben den Computer angemacht. Wir haben den Computer angemacht. Wichtig! Im Perfekt, das G kommt in die Mitte. ANG macht. AUSG macht. Klingt komisch? Ja, am Anfang. Aber mit Übung wird es einfach. Jetzt kommt etwas sehr Praktisches. Bitte gut aufpassen. Im Imperativ, also wenn du jemandem etwas sagst. Beispiel, mach das Licht an. Mach das Licht an. Beispiel, mach bitte den Fernseher aus. Mach bitte den Fernseher aus. Das Verb steht vorne. Das Präfix kommt ans Ende. Klar? Aber Achtung! Mit einem Modalverb ist es anders. Beispiel, kannst du das Licht anmachen? Kannst du das Licht anmachen? Beispiel, ich muss den Computer ausmachen. Ich muss den Computer ausmachen. Mit Modalverb, das Verb bleibt zusammen. Anmachen. Ausmachen. Nicht getrennt. Merke, trennbar im einfachen Satz. Zusammen mit Modalverb. Jetzt erzähle ich dir eine kleine Geschichte. Eine Geschichte über meinen Morgen. Hör gut zu. Pass auf Anmachen und Ausmachen auf. Mein Wecker klingelt um 6 Uhr. Ich mache das Licht an. Ich gehe in die Küche. Ich mache die Kaffeemaschine an. Ich mache das Radio an. Ich höre die Nachrichten. Ich mache mein Handy an. Ich lese die Nachrichten von meinen Freunden. Aber dann ist es Zeit für die Arbeit. Ich mache das Radio aus. Ich mache die Kaffeemaschine aus. Ich gehe zur Tür. Ich mache das Licht aus. Hast du gut zugehört? Du hast viele AN-Sätze und AUS-Sätze gehört. Anmachen am Morgen. Ausmachen vor der Arbeit. So einfach. Sehr schöne Geschichte. Jetzt kommt das zweite Konzept. Aufmachen und zumachen. Aufmachen heißt öffnen. Etwas ist jetzt offen. Zumachen heißt schließen. Etwas ist jetzt zu. Wann benutzen wir das? Hör gut zu. Bei Türen, die Tür aufmachen, die Tür zumachen. Bei Fenstern, das Fenster aufmachen, das Fenster zumachen. Bei Büchern, das Buch aufmachen, das Buch zumachen. Bei Flaschen, die Flasche aufmachen, die Flasche zumachen. Bei Augen und Mund, die Augen aufmachen, den Mund zumachen. Merke, aufmachen und zumachen sind für Dinge, die man öffnen und schließen kann.
Manchmal benutzen wir Aufmachen und Zumachen auch anders. Nicht nur für Türen, sondern auch für Geschäfte. Beispiel: Die Bäckerei macht um 6 Uhr auf. Was heißt das? Die Bäckerei öffnet um 6 Uhr. Beispiel: Der Supermarkt macht um 8 Uhr zu. Was heißt das? Der Supermarkt schließt um 8 Uhr. Merke: Aufmachen und Zumachen auch für Geschäfte und Öffnungszeiten. Sehr praktisch im Alltag. Achtung, das ist sehr wichtig. Viele Schüler verwechseln hier etwas. Vergleichen wir zwei Sätze. Satz 1: Ich mache die Tür an. Ist das richtig? Nein. Falsch. Eine Tür kann man nicht anmachen. Eine Tür macht man auf. Richtig ist: Ich mache die Tür auf. Satz 2: Ich mache das Licht auf. Ist das richtig? Nein. Auch falsch. Licht macht man nicht auf. Licht macht man an. Richtig ist: Ich mache das Licht an. Also nochmal die Regel. Geräte anmachen und ausmachen. Licht, Radio, Computer, Heizung. Türen, Fenster, Bücher, Flaschen. Aufmachen und zumachen. Jetzt eine neue Geschichte. Eine Geschichte aus meinem Lieblingscafé. Hör gut zu. Pass auf an, aus, auf und zu auf. Ich komme zum Café. Das Café macht gerade auf. Auf, die Tür ist offen. Ich mache die Tür auf. Ich gehe hinein. Der Kellner macht das Radio an. An, das Radio läuft jetzt. Es ist warm im Café. Ich mache meine Jacke aus. Falsch. Eine Jacke macht man nicht aus. Eine Jacke zieht man aus. Aber ich mache mein Buch auf. Auf, das Buch ist offen. Mein Handy klingelt. Ich mache es aus. Aus, das Handy ist still. Nach einer Stunde. Ich mache mein Buch zu. Zu, das Buch ist geschlossen. Ich gehe zur Tür. Ich mache die Tür auf. Ich gehe hinaus. Der Kellner sagt: Wir machen um 18 Uhr zu. Zu, das Café schließt. So viele Präfixe in einer Stunde Kaffee. Jetzt kommt das dritte Konzept: Mitmachen und weitermachen. Diese zwei Wörter sind ein bisschen anders. Sie sind nicht für Geräte. Sie sind nicht für Türen. Sie sind für Aktivitäten und Menschen. Mitmachen heißt dabei sein. Bei einer Aktivität teilnehmen. Beispiel: Ich mache beim Sport mit. Das heißt, ich bin beim Sport dabei. Weitermachen heißt nicht aufhören. Eine Aktivität fortsetzen. Beispiel: Wir machen morgen weiter. Das heißt, wir machen morgen wieder das Gleiche. Merke: Mitmachen gleich teilnehmen. Weitermachen gleich nicht aufhören. Schauen wir uns mehr Beispiele an. Beispiel 1: Machst du mit? Machst du mit? Was bedeutet das? Kommst du dazu? Bist du dabei? Beispiel 2: Ich mache beim Yoga mit. Ich gehe zum Yogakurs. Beispiel 3: Wir machen alle mit. Alle sind dabei. Jetzt weitermachen. Beispiel 4: Mach weiter. Hör nicht auf. Beispiel 5: Ich mache morgen weiter. Ich arbeite morgen wieder daran. Beispiel 6: Wir machen nach der Pause weiter. Wir arbeiten nach der Pause wieder. Imperfekt: mitgemacht und weitergemacht. Ich habe beim Yoga mitgemacht. Wir haben nach der Pause weitergemacht. Jetzt noch einmal alles zusammen. 3 einfache Paare. Hör gut zu und schreib mit, wenn du willst. Paar 1: Anmachen und ausmachen. Für Geräte. Licht, Radio, Fernseher, Computer. Paar 2: Aufmachen und zumachen. Für Dinge zum Öffnen. Türen, Fenster, Bücher, Flaschen. Auch für Geschäfte. Paar 3: Mitmachen und weitermachen. Für Aktivitäten und Menschen. Teilnehmen und fortsetzen. Und immer denken, trennbar im Satz. Ich mache, an. Imperfekt, angemacht, aufgemacht, mitgemacht. Mit Modalverb, zusammen. Ich will mitmachen. Jetzt eine neue Geschichte. Eine Geschichte aus meinem Sportkurs. Pass auf Mitmachen und Weitermachen auf. Am Montag gehe ich zum Sportkurs. Ich komme spät. Die Lehrerin fragt: Möchtest du mitmachen? Mit Sie fragt: Bist du dabei? Ich sage: Ja, ich mache gern mit. Die Gruppe ist schon aktiv. Ich mache auch mit.
Wir machen alle zusammen Sport. Nach 20 Minuten bin ich müde. Ich sage, ich kann nicht mehr. Die Lehrerin sagt, komm, mach weiter. Du schaffst das. Weiter, nicht aufhören. Ich mache weiter. Es geht. Am Ende des Kurses sagt die Lehrerin, sehr gut. Wir machen am Mittwoch weiter. Weiter, wir machen es nächstes Mal wieder. Ich frage, kann ich am Mittwoch wieder mitmachen? Sie sagt, natürlich. Mach gern wieder mit. Mitmachen und weitermachen. Sport ist viel schöner mit anderen Menschen. Zum Schluss eine letzte Geschichte. Eine Geschichte mit allen Präfixen. Sonntagmorgen. Ich mache die Augen auf. Auf, ich bin wach. Ich mache das Licht an. An die Geräte. Ich mache das Fenster auf. Auf, frische Luft. Ich mache die Kaffeemaschine an. An. Ich mache mein Lieblingsbuch auf. Auf. Mein Handy macht Bing. Eine Nachricht, Yogakurs in einer Stunde. Machst du mit? Mit O soll ich dabei sein? Ja. Ich mache das Buch zu. Zu. Ich mache den Computer an. An. Ich mache schnell ein bisschen Vorbereitung. Ich mache das Fenster zu. Zu. Ich mache das Licht aus. Aus. Ich mache die Tür zu. Zu. Ich fahre zum Yogakurs. Ich mache mit. Mit. Nach einer Stunde sage ich, können wir nächste Woche weitermachen? Weiter. Die Lehrerin sagt, ja, gern. Wir machen weiter. An, aus, auf, zu, mit, weiter, alle 6 in einer Geschichte. Das war's für heute. Du hast jetzt 6 wichtige Wörter gelernt. Anmachen, ausmachen, aufmachen, zumachen, mitmachen, weitermachen. Mach dir keine Sorgen, wenn du noch Fehler machst. Das ist ganz normal. Wenn dir das Video geholfen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Und vergiss nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und viel Erfolg beim Deutschlernen.